And Shawn here. Adam having placed higher, and the 38th seed means he gets to choose who goes first in this match. Auf jeden Fall. I can only assume that Adam will choose to Gucken wir mal, was es ist. Ne? Wir haben hier Adam Stevens 38. Platz. Gucken wir doch mal schnell seine Deckliste. Lorcana is the altar system, the way you can take 7 cards. Any of the cards you want to keep, you can keep. Any of the cards you don't like, you can put back on the bottom of your deck, draw back up to 7, and then, or sorry, put them on the bottom of your deck. Yeah, drop 7 and then shuffle your deck. Hier. Getting ready for the match. So something we might see here from Shawn. Okay, es ist Stilsong auf jeden Fall. Und der Gegner ist Shawn Leung auf dem 54. So it's okay to start with something like the Queen or Cinderella that we do see in his deck list. But something more optimal might be Daisy Duck. With that 1/4 strength and willpower stat line, she's able to take a lot of the damage from those steel actions okay. and songs. Wir gucken mal kurz in das Match rein und dann, während da mehr Lull ist, lassen wir uns darüber aus, was überhaupt der Unterschied in diesen Decklisten ist. Es wurde gerade so präsentiert, als wäre das jetzt wieder mal so geil wie gerade eben die randomsten Karten. Especially going first in an Amber Steel Mirror match, just to open with a Cinderella Ballroom Sensation. It's a 1-cost character, Singer 3. Basically sets you up so that you can sing some of the notable steel removal songs like Strength of a Raging Fire, Let the Storm Rage On, sort of undo what your opponent's trying to do by playing their 1-cost character. I noticed that Shawn is playing the Queen Shift line here. Amber Steel song specifically is known for using shift characters to sing A Whole New World early. So you could sing Whole New World as early as turn 2 with Shawn's deck here if you open the 1-cost Queen into the Shift Queen for 2, which is costs 5, which means it can sing A Whole New World, sort of disrupting Adam's hand. So eager to see what these players go with here. We're going to start with Adam inking a Bare Necessities and passing, not having a 1-drop character to play. Definitely not ideal in the Amber Steel Mirror match. You definitely want to be playing on curve for this, but it's definitely not the end of the world. We do have some very strong cards coming from Adam's side on turn 2. We could follow it up with an Ursula or even a Mr. Smee if we're looking for some more lore. Does look like Shawn is looking at this Cinderella or Queen to potentially play on turn 1. Looks like we are going to play the Queen. Might signal that we have a shift line in hand available to us. The Queen, just a 1-drop 2/2, but that 5-cost Queen can be very powerful with its ability. Adam is going to follow it up with a Mr. Smee, which is important here. Mr. Smee is a 3/3, and the Shift Queen only has 3 willpower, so if we do see a Queen Shift and even a song sung by the Queen, Mr. Smee could challenge into that Queen, into the Queen, and banish it. Also, Mr. Smee, just a good character, 2 lore, great stats, solid 2-drop. Sets you up for a nice Rapunzel later ja, welche verschiedenen Tech-Karten? Ist das Top 16? Ne, das ist Top 32 immer noch. Wieso ist das so? Achso, witzig. Haben wir nicht vorhin schon Top 32 Matches gesehen von der Pulle? Ich check nix. Aber das ist ja nichts Neues. Is still worth it. You get the good value out of Rapunzel by getting a draw, and then you also get the 2 lore she provides when she quests next turn, or she can sing something like Along Came Zeus. We are going to see Shawn ink this Gaston Baritone Bully, an interesting 3-cost card that we've seen get a bit more popular in the Amber Steel decks. Usually they rely on cards like Ariel Spectacular Singer as their 3-cost Singer 5 card, because you can look at the top 4 cards of the deck from that, choose one, put it in your hand. But Gaston has very similar stats, except he has an extra strength compared to Ariel, but also has Singer 5, sort of makes it so that when you do sing with Gaston, you're able to take a hit. If it's challenged by something to banish it, it's going to take ja, Leute, schnarcht es uns da nicht rein. Wir müssen uns die Decklisten angucken. Also hier... Okay, das ist mehr so eine aggressivere Deckliste, wie es aussieht. 4 Gaston, 3 Chien Po, 20 Songs, hier nur 17. Und Queen. Aber Baloo dafür, warum hat den nicht der andere? Und Prince Naveen, meh. Ich bin für den Guy auf der linken Seite, der die aggressivere Liste spielt. Leider Gottes fürchte ich, dass er behind sein wird in diesem Matchup.
completely respect. And we have Shawn thinking about what he's going to ink here. We are going to 3 inks, so we could see something like an aerial spectacular singer coming down on his side. That would be a really great card for Shawn to have right here. I think in something like an Amber Steel Mirror Match, the goal is Shawn ist ja eher in der Defensor-Rolle. Amber Steel songs specifically. Die Decks sind schon ähnlich schnell. Aber Adam hat definitiv so die aggressiveren Charakter in seinem Deck. Be in a good spot. We do see Pete entering the Inkwell. That could be a key card in this matchup as well. Spielen die beide Gaston? Well, not basically. Does shut off all actions for your opponent. Ah ja, aber der eine spielt 4 und der andere nur 2. So it could be a very key card in this matchup, making it so that you can play some threats and then assure that they stay around. Diese until the Nala. next turn. Echt lustig. But Shawn is going to play this Gaston, get it on board, setting ourselves up to sing songs as expensive as Die Unterschiede sind aber echt marginal, ey. Now we are thinking on Adam's side here on what we're going to put into our Inkwell this Die Karten turn. haben, die Decks haben doch So 50 Karten sind die gleichen, kommt mir vor. His options on this turn are just Achso, nee, wegen der Queen, ja. Rapunzel Bisschen or anders. any of the 3 and less characters, 3 cost and less characters that we've seen so far. Because we're not playing Prince Naveen on Adam's side. Ja, genau, stimmt. Warte, wenn er nicht die Shift-Line spielt, was hat er denn dann stattdessen? Yeah, Prince Naveen has been a Achso, Chien Po hat er noch in seinem Deck. Und 4 Gaston, anstatt 2 Gaston und 2 Baloo. He's an unequal card, so there's not very many slots for unequal cards in these Amber Steel lists. They get pretty tight. 1 unequal 4-cost card here, and then along came Zeus. Is going to be used by Adam to banish Gaston. Achso, und ja, die mehr Songs, ne? Der andere hat nur 17. Okay. Just a minute ago, Adam understanding that, knowing that we don't want to let Shawn get value out of having Gaston. Finde ich nicht so fundamentally unterschiedlich. You know, may have been looking to play that soon. The goal of Amber Steel really is to just get characters onto the board, you know. Das läuft auf jeden Fall noch stark für Shawn. Er legt jetzt noch den Smee nach, na klar. A whole new world. We're going to see the Queen being shifted to seeing Let the Storm Rage On, banishing that Mr. Smee and then playing a Smee ourselves. Dann kommt Ariel, ja. Ah, dieses Mirror-Match ist doch relativ gainreich so. Dig for a few cards with Ariel, Spectacular Singer, a fantastic card in the Amber Steel song deck. Not only connecting your characters to your songs, but also giving you that Singer 5 in play to sing the songs on the turn after it's been played. So it looks like we're going to grab a Strength of the Raging Fire. Diese Ariel war die allererste Karte, die ich gesehen habe, als ich Lorcana First Chapter Spoiler angeguckt habe, wo ich mir dachte, yo, die ist gut. So maybe setting up for a bigger play on the next turn. Could set up for a bigger play. This is where this is a critical turn. Na, die Karten aus Set 1, die für mich so direkt ins Auge stachen. Whole New World. You know, your opponent's looking Grab your sword, be prepared. Ariel. Bell 4 Drop. Wen ich voll verschmäht hatte, war so Maui 5 Drop. Ich habe mich super lustig gemacht, darüber wer nichts macht. Dabei ist er total awesome und es ist auch offensichtlich. Aber bevor ich je gespielt hatte, hatte ich das Game ein bisschen anders eingeschätzt. Ich dachte, die Lore zu machen wird wichtiger sein. We can start to see the power of songs in Disney Lorcana as Shawn has not spent a single ink this turn. Just sings with the Queen here, now has 5 ink total to work with all of these new cards that he's drawn. We're going to start by seeing a Pete, making sure that Adam can't sing any of the songs that he drew. Pete ist fies im Mirror. Wenn man so onboard schon ahead ist, dann der Gegner kann nicht so viel machen. Nur nachlegen, dann ist man selber dran. Eigentlich muss man super das letzte Wort haben. Wenn der Gegner so Pete macht, man muss selber auch Pete machen, damit nicht, weil man so Character, Go, dann der Gegner ist dran, räumt alles ab. Dann ist man super kaputt. Das heißt, Adam braucht jetzt eigentlich auch Pete. Ich glaube, beide haben sie 4 Pete in ihren Decks. So we'll see how Adam deals with this. We're Ja. going to spend 3 to play Lawrence. Lawrence, a fantastic card in this matchup. A 4. Der Pete-Off, wer really der True Head Judge ist. In diesem Boxing-Match ist es, glaube ich. Get some good value out of it. And then we play a Gaston as well. Gaston being a Singer 5, as we mentioned, is great. In welchem, wo ist das eigentlich her? 5 or less cost songs that he can sing. Gonna move on over to Shawn here as he draws a card for turn, readies his character as we saw. Ich glaube, Pete gewinnt das Boxing-Match, indem er so ruled, dass das in Wirklichkeit jetzt so Wrestling gemacht wird. And this is where we start to see the value of having singers on board. Ursula being able to sing Along Came Zeus, banish the Ariel.
And then the Queen singing another Along Came Zeus. Zeus is coming, people. to banish the Gaston, making sure that Adam doesn't have any singers outside of the Lawrence here. And again, we haven't even played anything, spent any of our ink this turn, so we still have the ability to play cards out of our hand. We're going to establish a Prince Naveen, and we're going to play a whole new world, only leaving the blue in hand. We're going to force Adam to discard that entire hand of cards, and each player is going to draw 7. Now, we do see the power of Naveen with this play. Being able to establish a singer and immediately play a song without having to sing it, especially a 5-cost song like Whole New World, is so powerful that it feels so Ja, Naveen ist ganz cooler Tempovorteil, aber ich mag den nicht so super. Darum bin ich mehr für Adam, weil der spielt 0. Ich finde 2 Naveen aber okay. Aber wenn man so 4 Naveen spielt, dann will ich eigentlich auch Laternen sehen in dem Bild. Yeah, and Shawn has established a very wide board here. There is a song, Grab Your Swords, that we sometimes see in Amber Steel matches, but Adam is not currently playing any Grab Your Swords. Be a great card to deal with this wide board, so Adam's going to need to get characters onto the board and keep them there, make sure that they stick around so that we can start working on Shawn's board. Otherwise, Shawn is building up a scary amount of characters here, scary amount of lore. Many 2-lore questers on his side of the board. It's not going to take very many. Das Lawrence Artwork ist irgendwie so, dass aussieht wie so ein Misscut. Yeah, both players here playing a very similar song count in their deck. We have both of the players playing Bare Necessities, Let the Storm Rage On, Strength from Raging Fire, and Along Came Zeus. Ja, mies für Adam. Ich fürchte, da kommst du gar nicht mehr raus. It's interesting that the Amber Steel players have kind of all decided that these are the 5 songs they want to focus Ja, on. Beide spielen nämlich 0 Grab Your Sword, ne? Yeah, there's quite a few songs that you typically Genau so ist es. Grab Your Sword irgendwie gar nicht mehr gut heutzutage. Es war total lange der volle so Staple, dann irgendwann hat man gesehen, Leute haben nur noch 3, Leute haben nur noch 1 Grab Your Sword und inzwischen so, nein, 0 Grab Your Sword in keinem Deck. Or inked anything yet. I can't get a great look at Adam's hand. It looks like we have a couple removal songs, maybe some characters. We are going to challenge this Pete with Lawrence, putting 3 damage on Lawrence. That makes me think of Rapunzel gifted with healing, which is going to be Wahrscheinlich, weil die Hyper-Akku-Charaktere bis dahin schon so viel zu viel Lore gemacht haben, wohingegen so normale Charaktere halt nicht abgearbeitet sind einfach. Und jetzt, wo es auch noch Locations und so gibt. Natürlich muss man nicht unbedingt rechnen mit 28 Locations, wie vorhin dieser Guy, glaube ich, rausgelassen hatte. Waren es vielleicht auch nur 24? Ne, ich glaube, er hatte 28 Chars, 28 Locations und 4 Fire the Cannons. Aber naja. Hier, Nala in die Tinte. Oh no. Bare Necessities, was hast du denn? Oh, gar keine so tolle Hand. Super die Eindrop-Würste. Super die Würste. Die Rapunzel ist natürlich ganz okay, jetzt gleich um den Smee zu heilen. Der könnte allerdings auch noch abgeballert werden. Ne, kann er nicht. Das heißt, der wird wahrscheinlich noch passieren. Aber Shawn hat echt er kann halt wide gehen ohne Ende. Aber das wird am Ende sogar auch noch gewinnen. Er weiß ja, der Gegner hat kein Mass Removal. Er könnte literally jetzt einfach noch eine Ink machen. Freaking 5 One-Drops rauslassen. Was willst du dagegen machen? Ich glaube, er spielt die jetzt auch. Ne, er macht erstmal Rapunzel. Das finde ich eigentlich gar nicht so toll. Er hätte echt, er weiß ja, der Gegner hat keine Mass Removal. Das heißt, er hätte den Gegner so overwhelmen können mit diesen One-Drops. Er hatte doch fett 5 One-Drops auf der Hand. Jetzt hat er diese Runde nur so 3 Lore-Value deployed. Man hätte die knallhart einfach alle legen können. Macht doch was. Weil jetzt kann ja Adam theoretisch auch noch so ABNB machen. Gegen die 2 Karten, die er ausgespielt und 3 davon gegaint hat. Eigentlich ist das natürlich cool, wenn man 2 Charakter legt und gaint noch 3 Handkarten. Aber er hätte auch so 6 Charakter oder so legen können jetzt. 5. Und was hätte Adam dann noch gemacht? Die Frage ist natürlich, was er so noch macht. Er macht so oder so, glaube ich, einfach nie mehr was. Aber generell würde ich doch immer empfehlen, je schneller man das Spiel beenden kann, wenn man vorne ist, desto mehr würde ich das empfehlen. Weil wenn man so unendlich lange rumdödelt, nicht, dass man dann irgendwann noch verliert, aber es wird zumindest so
immer wahrscheinlicher, dass jetzt noch Sachen passieren, an die man nicht gedacht hat. Ne? Weil wenn du dir vorstellst, ja, was kannst du nächste Runde ziehen? Was kannst du nächste Runde spielen mit deinen 6 Tinte? Ne? Das sind halt so Sachen, da kann man auch gut überschauen. Alles, was es sein könnte, theoretisch sogar. Vor allem, wenn man die Decklisten kennt. Aber ey, was wird sein in 5 Turns? Wenn ich A, B, C, D, E gezogen habe und du S, T, U, V, W. Ja, wie ist dann der Board State? Nachdem du 6, 6, 7 Tinte ausgegeben hast und ich 7, 8, 8, 8. Ja? Schwer nachzuvollziehen. Gibt es da Possibilities, dass man verliert? Wahrscheinlich nicht, aber immerhin so weiß ich nicht. Wenn jetzt Shawn einfach so wide gegangen wäre, wie du es noch nie gesehen hast, wider als... Dann hätte es jetzt nichts mehr passieren können. Und vor allem wäre das Game in Kürze zu Ende gewesen. Jetzt gleich dauert es noch einen... Jetzt hat er jetzt Lethal? Nein. Er hat jetzt 2, 4, 7 Lore. Wie said, er hätte jetzt locker den Win schon haben können. Adam really showing us here that it's not over till it's over. He's putting But characters out alas. every single turn, really matching what Shawn has to do. It looks like Shawn had quite a bit last turn, and now look, it's almost even on characters and boards, so we'll have to see how this goes. Shawn is definitely making it hard for him, though. We see Jetzt questet doch noch alles und win. Bodyguard 0-3 with 1 lore, but ja, says when this character is banished, gain 2 lore. After that, Adam knows that der eine legt so immer mehr raus, der andere räumt schon wieder ein. Enough to 20 that when we banish this Blue's gonna get us there. So looks like that's what's up. Ja, unfortunate. Game 1. That Blue being super clutch there, bringing him from Im Steel-Song Mirror ist es so, dass da aggressiver zu sein leider schlecht ist, weil Steel-Song halt so ein Anti-Aggro-Deck ist. Deswegen spielt man da quasi so in sich selbst hinein mit diesem Bild. Die Aggro-Parts, die Shawn natürlich ordentlich. Das schlechte Matchup. Blau-Rot. Wo man so mit genug Aggro noch was machen kann und sonst halt nicht. Nur meiner Meinung nach, ey, und das kann ich jedem empfehlen. Baut euer Deck für so eine Lorcana Challenge vor allem, für jegliche Best-of-Two-Unterfangen. Baut euer Deck möglichst polarisierend. Mit möglichst vielen guten Matchups. Logischerweise würde man denken, aber nee. Weil man könnte auch möglichst viele so ausgeglichene Matchups machen. Aber nein, du willst gute Matchups und im Zweifelsfall halt schlechte. Natürlich am besten gut oder ausgeglichen, ne? Aber wenn du traden kannst, ausgeglichene Matchups gegen gute und schlechte Matchups, ist gute und schlechte Matchups viel besser. Weil erstens in Best of 2 Win und Loss einfach besser ist als Draw. In Best of 3 auch, aber in Best of 3 ist Draw halt fast nie. In Best of 2 ist Draw dauernd. Und deswegen, wenn man den vermeiden kann, ist es awesome. Und darum finde ich so Sachen wie Hyper Aggro eine ganz coole Choice für Day 1. Weil du damit halt Matchups hast, die du gewinnst oder verlierst. Und Steel-Song ist eigentlich so ein Deck auch, wo so, ja klar, gegen so Character-Based Aggro-Decks gewinnst du damit einfach. Gegen Globo, Combo, UR. Hingegen bist du damit Bust. Und das Deck so zu bauen, dass man besser ist gegen das eine auf Kosten des anderen. Er hat ja jetzt gerade quasi sein irgendwie UR-Matchup so aufgestockt. Auf Kosten des irgendwie Mirror-Match. Das ist natürlich wahrscheinlich overall auch eine gute Choice. Aber ne, man hat immer Angst, so, ich verliere gegen das Deck und das, ich könnte noch reinmachen und du machst dein Deck damit immer mehr 50-50 und verursachst damit immer mehr, dass am Ende es 1-1 ist nach 2 Spielen und dass du dann am Ende des Tages nicht genug Wins hast. Weil nicht zu verlieren ist natürlich nicht so schwer in Best of 2, aber zu gewinnen ist schwer. Und gewinnen musst du halt. Man denkt immer so, die Draws, um die Draws muss man sich nicht wirklich kümmern, die kommen so fast von alleine. Man muss sich kümmern um die Wins. Our players shuffling up here, presenting their decks after the altar, so each player can do the final cut before they look at their opening hands and see what's going on. And we see a fist bump. Great sportsmanship from our two Lumineers. Ich handshake immer noch. Voll krass, dass heutzutage so viel gefistbumpt wird. Ich will wissen, ob die anderen Leute ein Messer im Ärmel haben. Incabar necessities, play Daisy Duck and pass it off. Adam finding a 1-cost card. It's great for Amber Steel. That's certainly something we need to do early. Shawn does have the Cinderella Ballroom Sensation, though.
showing Adam that, hey, I might have a song that I could sing on this next turn to banish whatever you play. We're going to see Adam opening with a Mr. Smee after this Daisy, questing for 2 with Daisy. When Daisy quests, your opponent reveals the top card of their deck. If it is a character card, then you can put it on the, or they can put it in their hand. Weil Adam Stevens jetzt on the place hat, ein bisschen bessere Chancen. Ist natürlich auch so sick outplaced die 4 places. Yeah, da ist es bitter. Weil selbst wenn er dieses Game gewinnt, was ich gar nicht mal unbedingt vermute. Ah, es ist doch Top 16, look. Vorhin stand noch so, oder, ach, keine Ahnung. Irgendwann war die Transition, was weiß ich. Knowing that the Mr. Smee challenging the Cinderella would not be great for him, so he's going to go ahead and take that out while he can by just playing some characters. And notably, that Strength of the Raging Fire, I believe, was drawn off of the top of the deck for Shawn that turn, so had he not drawn the Cinderella from the Daisy trigger, maybe hadn't found the Strength of Raging Fire early enough. But we are going to see Adam playing a Gaston, Baritone Bully, trying to establish a singer for himself. Can't tell if he has a whole new world in hand or not behind that Rapunzel and Bare Necessities, but Gaston could sing it if he wanted to. So right now we have a board of Daisy Duck and 2 Cinderella Ballroom Sensation. We're going to ink the 3rd one. We probably don't need 3 on the board to start with. And we're at 3 ink here, so this is an interesting turn. And it looks like we're just going to play a Lawrence, and we're going to sing another Strength of the Raging Fire here. Excellent play. Just taking out every singer that Adam plays, every strong character that Adam plays to make sure that Shawn's singers are staying on board. Yeah, when you ensure that your opponent's deck can't get any value out of the songs that it's built around, you know, it really, really makes Amber Steel stumble a little bit. Forced to pay for the songs you want to play for free. Definitely not where you want to be. Not ideal. So we do see. Ne, Adam ist super defeated. Was geht denn? Jetzt geht schon wieder so nix mehr. Weil die Singing Power. Wow, was macht Shawn denn da für einen interesting Shuffle? Mesmerizing moves. Wie die Leute, die so mit der Kugel mobeln, dass es aussieht, als würde sie sich nicht von der Stelle bewegen. Ja, was heißt, sie bewegt sich auch nicht von der Stelle. Das ist ja das Amazinge daran. Es sieht aus, als wäre sie so in der Luft festgemacht. Lawrence has great stats just as a character, but he's also a 3-cost character, so can sing those important 3-cost songs that we find in Amber Steel so frequently. We're going to pass it over to Shawn as he draws for turn, picking up another card from that Daisy questing. Now we do see a lot of 1-cost characters in Shawn's hand here. He is going to ink one of them, so he's going to keep one. And it looks like he's going to play Baloo. Baloo being very strong here because it's going to allow him to quest for a bit. And keep his 1-cost characters protected from that Pete Games referee. We're probably going to see Lawrence challenge. Yep, look at that. So he's going to take 1 damage here. Now that he has damage, though, he does have 0 strength. So if Adam finds a way to get this Baloo out of the way for his Pete, he is going to be able to challenge into that Lawrence for free on this next turn. As Shawn quests with Daisy, we see Rapunzel revealed by Adam, which means that card goes into Adam's hand. Pass it over to Adam, and he draws, and along came Zeus. Good to have removal. We also have to let the Storm Rage on. Ja, das Matchup läuft halt darauf hinaus, dass man Charaktere liegt und damit singt man Songs, die die gegnerischen Charaktere abarbeiten. Und wenn man da ins Hintertreffen gerät, dann hat man natürlich immer, die Diskrepanz wird immer größer, weil der Charakter, mit dem du gesungen hättest, der ist jetzt weg, der vom Gegner ist noch da, er legt noch einen, du legst einen, der ist dann wieder abgesungen, dann ist er schon 3 vorne. Und hier sehen wir es ja, er ist schon fett 6 vorne. Es gibt 0 Grab Your Sword. Nichts könnte passieren. Lawrence hat einen Schaden, du kannst ihn jetzt lecker wegmachen mit Pete. Das wird Adam schon auch machen. Aber Adam ist halt so behind und dead. Da kann er nie zurückkommen. Ah doch, er könnte so theoretisch zurückkommen, wenn Shawn out of gas ist. Aber sobald irgendwie AWNW kommt, und AWNW kommt gleich aus der Area raus.
chosen something more along the lines of Chien Po for his bodyguard, so he's more valuing the large bodyguard that doesn't get banished to removal versus the small bodyguard that gets. Ist es vorbei. Ja, schade. Adam Stevens ist zwar hier so unser Held, hätte ich gesagt, wegen der Chien-Po, nicht zuletzt, oder doch zuletzt wegen der, keine Ahnung. Die geben den Ausschlag. Aber leider ist der Plan, sein Deck aggressiver zu machen im Mirror halt sad. Und ich meine, er hätte genauso gut fast, es war ja nicht so der super Unterschied. Jetzt gerade ist er ja nicht davon defeated von dem Unterschied, sondern er ist ja blown away von dem einfach besseren Draw von Shawn und von dem harten Snowballing. Was vor allem im Stil-Song Mirror, es ist generell immer schon so krasser Tempovorteil, wenn ich Songs singe auf deine Charakter und du dann. Aber wenn du nix gesungen hättest und legst einfach noch einen so und hast damit gerechnet, dass ich mal ein bisschen was singen werde und das ist nicht so schlimm, dann macht das jetzt, es macht schon einen Vorteil, aber der ist halt nicht so mega schneeballig und insurmountable wie hier. Früher mit 4 Grab Your Sword war das viel der härtere Dance, weil dann der andere doch immer noch mal so 2 auf alle machen konnte. Like we are gonna play this Rapunzel, drawing a card after healing the Lawrence. Now we can use Lawrence to banish the Pete in a challenge, taking 3 damage back. Yeah. Lawrence verhaut noch den Pete, damit Adam einfach gar nichts hat. Academic. Das runterzuspielen. Da kann Shawn sich jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. Oder auch nicht, ist eigentlich egal. Er gewinnt so oder so. Yeah, and we are seeing how important it is to establish those singers for that reason. When you have to pay for the songs that you're playing, cost ink, you're not able to establish characters to board. The strength of Amber Steel is that you can develop your board and sing songs at the same time, keeping board control, gaining tempo. Shawn certainly knows that, has kept Adam from being able to do that, both this game and last game. Ja, man sieht so, wenn ich Cinderella mache, du machst Cinderella und ich mache Let the Storm Rage on, dann Turn 2 eigentlich schon vorbei. Gaston would allow Adam to sing Along Came Zeus next turn if Gaston stuck around, but Lawrence is a big body. Is that Shawn actually has enough lore on board to quest for into 20 next turn. Right. I missed that. So we had to take a character out. We're forced to play Along Came Zeus, banishing the Rapunzel, getting rid of 2 lore. Shawn now having 6 lore on board, can quest up to 19, and it looks like Adam is going to concede, give the fist bump, shake hands. Ja, Adam hat gesehen, was Sache ist. Leider Gottes, die aggressivere Version zu sein im Mirror hat keine Vorteile. Und den Die Roll gewonnen zu haben, beziehungsweise höher platziert gewesen zu sein nach dem Swiss, hat super die Vorteile. 34 gegen 38. Seed. Und so hat man es auch ausgehen sehen. Unüberraschender Ausgang des Steel Song Mirror Match.